Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Jetzt, wo wir uns in dem Legendary Dungeon komplett neu equipped haben und alles Mögliche getan haben, um meinen Account so gut es geht zu aktualisieren und zu optimieren, wollen wir natürlich auch heute mal in die Dungeons reinschauen, um mal zu schauen, wie weit wir kommen, ob wir vielleicht einen Gegner schaffen. Und ja, wir haben ja unsere Prozentchancen deutlich erhöht und deswegen werden wir heute mit dem neuen Equipment mal in die Dungeons reingehen. Ja, ansonsten wollte ich euch nur vorab schon mal informieren. Ich bin morgen am zweiten Weihnachtsfeiertag abends, ich sag mal so um 18 Uhr, nochmal live auf Twitch. Und zwar, ja, deswegen, weil wir auf W50 uns eigentlich auch noch neu equippen wollten, werde ich dort auch ein paar Runs machen. Ich habe auf meinen Battle Mage mich auch noch nicht equipped, das hatte ich auch nicht vor, aber ich will dort die neuen Items zumindest finden. Also werden wir auf mindestens 2 Accounts noch den Legendary Dungeon spielen und vielleicht auch noch auf den Paladin. Da bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich das schaffe, weil ich nur bis abends um 21 Uhr live bin. Deswegen werden wir gucken, dass wir in den paar Stunden auch das Maximum an Items rausholen für meine Accounts, denn viel Zeit ist ja jetzt auch nicht mehr und ich wollte nochmal ein zweites Mal mit euch zusammen in den Legendary Dungeon reingehen. Ja, wir haben es ja bisher jetzt nur auf dem Main gemacht und jetzt kommen auch noch meine anderen Accounts dran und wie gesagt, morgen am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen 18 Uhr bin ich dann nochmal für euch live. Und würde mich natürlich auch sehr, sehr freuen, falls ihr auch dieses Mal wieder dabei sein solltet. Ne, es gibt auf jeden Fall wieder jede Menge Action im legendären Dungeon. Ne? Und dann bin ich gespannt, ob wir auf W50 auch alle unsere Items bekommen, die wir so brauchen. Ja, ich werde dann nochmal gucken, ob das sich auch wirklich lohnt, der Statpunkt oder der Equipmentwechsel wegen den Stats. Und ja, dann werde ich nochmal abwägen, ob wir uns komplett neu equippen oder vielleicht nur eine Waffe holen. Ne? Aber zumindest brauchen wir ja schließlich ja, alle Teile von dem LD. Und das fehlt mir noch vorne und hinten. Deswegen ja, werden wir uns das auf den Servern auch sichern. Ne? Okay, wir sind jetzt erstmal durch mit dem LD. Jetzt kann er sich wieder regenerieren in der Zeit. Und wir schauen jetzt mal in die Dungeons rein, würde ich sagen. Ja, gucken wir mal in die Monstergrotte. Und zwar im Sandsturm sind ja die Chancen nach wie vor immer noch nicht machbar, was ich extrem krass finde, by the way. Ich dachte, ich hätte hier schon mit dem neuen Equipment zumindest mal eine Chance gegen den Gegner, aber es ist absolut heftig, wie der gebalanced ist, der Sandsturm. Ja, in die Monstergrotte schauen wir rein, und zwar sind das jetzt die aktuellen Chancen, die ich hier gegen die Gegner habe. Ja, gegen den 7. Gegner habe ich 0,42 jetzt und gegen den 8. eine 0,23%ige Chance. 9 und 10 wird, denke ich mal, noch ein bisschen dauern, aber das sieht erstmal gar nicht so verkehrt aus. Vorher sahen die Chancen echt ziemlich schwierig aus, aber dadurch, dass wir ja auch jetzt meine Begleiter alle wirklich aktualisiert haben und alle aufgewertet haben und alle von den ja, Verbesserungen her wirklich auf das ja, mir bestmögliche Ergebnis gebracht haben, haben wir wirklich viele gute Chancen jetzt bekommen. Ne, meine Ressourcen sind wirklich komplett aufgebraucht und jetzt treten wir nicht nur selbst mit deutlich besserem Equipment an, sondern meine Begleiter eben auch. Und deswegen bin ich auch gespannt, wie es hier jetzt aussehen wird gegen den Optimist Supreme. Ja, da jetzt nicht nur Marquardt sehr gute Crits raushauen kann, sondern ich selbst auch, bin ich sehr gespannt, wie das Ganze hier jetzt verlaufen wird. Und zwar war es ja vorher so gewesen, Marquardt hatte ja hier eine sehr, sehr gute PvE-Waffe gehabt, ne, 6130, das war zu dem Zeitpunkt das Maximum, was ich rechts rausfinden konnte. Das ist jetzt momentan höher. Ja, wir haben auch eine sehr hohe Spanne, das heißt, ja, wenn alles gut läuft, kann sowohl Marquardt als auch ich wirklich immens hohen kritischen Schaden austeilen und das wäre natürlich sehr wünschenswert, falls das passieren sollte. Ihr seht hier,
Wir haben hier, glaube ich, einen fast 2,6 Milliarden Crit rausgehauen hier vom Marquardt. Die Kunigunde hat das beste Equipment, was man so, ja, bekommen kann. Und auch die Verbesserungen sind enorm auf der 3,5 Milliarden. Ne? Ist krass, der Damage von Marquardt. Die Kunigunde hat alles mal 17 Verbesserungen drauf. Das macht auch schon ordentlich was aus. Also die Statpunkte sind wirklich extrem gestiegen bei den Begleitern. Ja, Marquardt hat hier schon die 500.000 Intelligenz, Kunigunde bei 400.000 Geschick, Ausdauer fast 50-50, ja. Kann man natürlich jetzt nichts großartig machen und ihr seht das. Ihr seht das, was die an Damage raushaut. Das könnte jetzt schon der Try, oh mein Gott, das war jetzt schon fast der Try gewesen, ja. Ihr seht das, wenn die Kunigunde ein paar Mal ausweicht, ne, nicht ohne Grund, habe ich auf die Kunigunde die meisten Verbesserungen raufgeklatscht von den Ressourcen, die ich hatte, weil die potenziell am meisten Schaden raushauen kann. Ja, gegen Krieger und ja, Kundschaftergegner hat sie halt eben diesen einen Random-Faktor, der halt wirklich sehr entscheidend ist und das ist halt eben das Ausweichen. Ne? Dadurch, dass sie halt eben in der Theorie unendlich oft ausweichen könnte, ne? Ist sie halt auch eben in der Lage, eine sehr hohe Schadensspanne gegen den Gegner hier rauszuhauen. Der Bertram hat halt kein Schild, ja, das heißt, er kann nicht blocken. Er ist einer der nutzlosesten Begleiter hier auf jeden Fall. Ne? Er ist halt tanky so, er macht guten Anfangsdamage hier und da, aber ja, der richtige Schaden kommt dann erst mit Marquardt und dann halt mit der Kunigunde, die halt eben ja, ausweichen kann und dadurch, wenn die mal eine richtige Combo, eine Ausweichkombo startet, so 10 Mal hintereinander oder so, ne, dann ist das schon ein sehr, sehr gutes Zeichen und dann ist dann meistens der Gegner dann auch wirklich down. Ne? Genau. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich würde mal sagen, wir pilzen jetzt mal ein bisschen rein. Ja, ich hatte mir jetzt mal ein, zwei Tries hier angeschaut gehabt, um mal zu sehen, wie es so läuft. Wie hier so die Tries aussehen. Jetzt werden wir mal ein bisschen schneller reinpilzen. Und Optimus Supreme ist auf jeden Fall auf meiner Liste heute. Das muss ich mal so sagen. Das wäre ganz cool, wenn der liegt. Der 8. Gegner, weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich den heute auch direkt attackieren will. Eigentlich möchte ich mir den schon nochmal aufheben, dann irgendwann nochmal für nächstes Video oder so. Ne? Dass wir heute erstmal vielleicht einschaffen. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt eine 0,4%ige Chance jetzt so übelst übertrieben viel ist. Ne? Also das ist trotzdem immer noch relativ gering und braucht wirklich viele Tries auch, wenn man nicht mega lucky ist, den Gegner hier auch zu besiegen. Ne? Und der Gegner danach hat halt eben nur 0,2 noch was. Das ist halt nochmal die Hälfte weniger. Und ja, da wird es dann schon wirklich haarig. Ne? Also 0,4 sehe ich irgendwo noch ein. Das kann man machen. Vielleicht auch 0,3, so, aber 0,2 ist nachher dann wirklich schon extrem, extrem hart. Ne, ich weiß, wir hatten auch so Gegner auch so unter 0,1 schon besiegt. 0,01 hatten wir sogar auch schon mal im härtesten Fall besiegt. Also wir haben eigentlich schon so alles irgendwie mal so mitgenommen. Ne? Aber das muss wirklich nicht sein. Vor allen Dingen, weil es halt auch nichts bringt. Ne? Das ist halt wie ein Pilz-Waste jetzt gerade hier, denn die XP bringt uns nicht wirklich voran. Im Gegenteil, es schadet uns eigentlich sogar mehr, weil wir halt höher im Level sind und dadurch weniger XP bekommen. Ne? Und ja, deswegen ist das nicht unbedingt förderlich, das, was wir hier machen. Wir feuern halt Pilze raus für ja, für ein höheres Level, was ganz schön ist, und zwar ganz cool, ja. Aber im Prinzip bringt es einen nicht wirklich weiter voran, außer halt eben im Level halt. Aber ja, es bringt ja auf der anderen Seite auch gleichzeitig weniger XP. Ne? Naja, das ist so das Hin und Wieder. Klar hast du auch Vorteile, wenn du höher im Level bist, bekommst besseres Equipment und sowas alles, ne? Aber mehr Gold oder so, das kriegst du schon lange nicht mehr. Stufe 632 ist schon Ewigkeiten her, da wo jeder dann halt eben an das Goldcap kommt. Deswegen ist alles darüber eigentlich relativ, ja,
nichts aussagend. Es ist wichtig, bis zu dieser Stufe zu kommen, 632, alles darüber. Da ja, ist es nicht wirklich relevant, jetzt so noch den Dungeons so auf Biegen und Brechen hinterher zu rennen, dass die halt wirklich so fallen. Ne? Ich mache das hier jetzt gerade aus dem Anlass, weil wir halt eben, ne, ja, fürs Video finde ich es ganz witzig. Ich hatte ja auch gesagt gehabt, die Gegner, die wir hier auf dem Main haben, die würde ich wirklich sehr, sehr gerne alle zusammen mit euch zusammen wirklich legen hier, ne? Live in einem Video und nicht irgendwie als Replay euch zeigen, hier, guckt mal, by the way, den und den habe ich besiegt. Ne? Ich zeige euch jetzt hier einmal den Kampf, ja. Das finde ich irgendwie, ja, das nimmt so ein bisschen die Spannung raus, so, die halt eben diese Dungeon-Videos hier haben, ne, dass es halt jederzeit passieren könnte. Ich weiß gar nicht, was, sag bitte nicht, wir haben Blitzschaden. Okay, wir haben Eis, okay, alles klar. Da habe ich jetzt nämlich gar nicht drauf geachtet, was wir für eine Rune gerade am Start haben. So, wir gehen jetzt ein bisschen schneller rein, weil wirklich, das ist der Gegner, den möchte ich heute noch besiegen, das wäre ganz cool. Ansonsten weiß ja nicht, muss er halt warten, ne, dann ist das so. Aber ja, mit dem neuen Equipment wäre schon cool, wenn wir zumindest jetzt einen Gegner besiegen könnten, den wir jetzt hier ja, das erste Mal nach der Umequipung probieren. Ne? Ansonsten ja, wäre es halt auch irgendwie doof, sage ich mal, gar keinen Progress durch das Equipment zu haben. Ne? Ich meine, die Prozentchancen sind gestiegen, ihr habt es ja gesehen, ne, in dem letzten Video, was ich, wo ich ja, den Vorher-Nachher-Vergleich gezogen hatte. Aber man sieht es halt, es macht zwar schon was aus, aber es ist nicht wirklich so, dass es jetzt so extrem spürbar ist. Ja, also klar, man sieht so die Statpunkte, man sieht auch, okay, dieses lange Warten, man hat da wirklich ein bisschen was hinzubekommen, so, ne? Das ist jetzt nichts, was wir da geschafft haben, aber ja, in Bezug auf zum Beispiel jetzt hier die Dungeons, ne, oder auch im Sandsturm, ja, da hat sich rein gar nichts verändert, großartig, ne, und deswegen, ja, ich sag mal so, dafür, dass man fast 3 Jahre halt eben so gewartet hat, um sich dann neu zu equippen, macht das Equipment selbst halt wirklich kaum einen Unterschied, beziehungsweise macht das irgendwas aus. Sind halt wirklich hauptsächlich so die Basispunkte, ne, die halt eben wirklich das Entscheidende sind, und alles andere ist halt so der Zusatz, aber ja, nicht wirklich ausschlaggebend, ne. Ich meine, 3 Jahre ist jetzt wirklich schon eine lange Zeit, ne, das ist nicht ohne, und ja, ich finde aber auch, dass das Equipment nicht überbewertet werden sollte, ja, aber es kann definitiv ein bisschen irgendwo verbessert werden, ja. Ja, Freunde, ey, was soll ich euch sagen? Also die Tries sahen ja mitunter wirklich sehr, sehr gut aus, ne? Aber wir sind jetzt hier schon wieder, ja, über 300 Pilze oder so, glaube ich, 300, 400, 500 Pilze circa in diesem Dungeon-Gegner drin, und das hatte ich jetzt eigentlich so nicht erwartet, muss ich sagen, dass, oh mein Gott, also 1,3 Milliarden, bis dahin kriegen wir ihn down, aber wir kriegen ihn nicht komplett besiegt, ne? Das finde ich krass. Also, ja, da sieht man, das ja, ist wirklich nicht alles, das Equipment, und das zeigt nochmal, wie wichtig es eigentlich ist, täglich seine Halo zu spielen, um die Basispunkte so gut es geht voranzutreiben. Denn ja, wenn das Equipment weg ist, ist halt eben am Ende des Tages, ja, das hier, was noch da ist, so, ne? Ich meine, klar, jetzt haben wir auch noch hier die andere Boni noch drauf, ne? Aber ja, das Equipment ist halt eben, ja, nicht so extrem krass, also klar, ne, es multipliziert hier schon extrem viel, so, ne, gerade so der Durchschnittsschaden und alles, ne, ohne Waffe, das ist natürlich klar, aber ja, es ist nicht alles so, ne, und meinetwegen, wenn wir jetzt von Stufe 6 bis 700 2,5 bis 3 Jahre gebraucht haben für ein neues Equipment, dann würde es mich jetzt, glaube ich, nicht wundern, an die 5 Jahre, und das hört sich jetzt echt bescheuert an, weil 5 Jahre ist echt eine sehr lange Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich dann noch das Spiel spiele hier, mich das nächste Mal zu equippen, weil
zwischen 600 und 700 vergeht natürlich einiges an Zeit, aber zwischen 700 und 800 vergeht ja noch mehr an Zeit, wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Und zwischen 800 und 900 noch mehr, so, ne? Und wenn ich mich dann wirklich alle 100 Level und auch 150 Level vielleicht equippen will, dann ist das schon echt viel Zeit, die dann dazwischen liegt, ne? Und deswegen mal gucken. Ja, könnte es sogar sein, dass ich mich dann, weiß ich nicht, erst in 5 Jahren oder so das nächste Mal equippe. Keine Ahnung, ich werde es dann sehen. Aber ich denke mal, wir haben mal ein bisschen reingeschaut. Ich glaube, ich werde mal noch ein bisschen warten. Das ist mir noch ein zu großer Waste an Pilzen. Ich hätte gedacht, es geht ein bisschen leichter, aber ja, falsch gedacht auf jeden Fall. Trotzdem, nach wie vor bin ich sehr zufrieden, so wie es gelaufen ist. Ich halte mich wirklich einigermaßen konstant hier weiter oben jetzt. Das merkt man schon. Also das ist was, das merkt man schon, dass man jetzt hier nicht mehr im unteren Mittelfeld, sondern wirklich eher im oberen Mittelfeld hier stattfindet in der Ehrenhalle. Das hat schon einen Unterschied gemacht, ja, weil nicht alle immer das aktuellste Equipment haben. Jetzt bin ich momentan wahrscheinlich gerade der am aktuellsten equipped ist für sein Level, und das merkt man, das ist aktuell zumindest temporär, ne, wie das temporäre Equipment, ein ganz guter Vorteil für mich so, ne? Aber das war es dann auch, ja. Okay, aber es war es dann auch für das Video heute, ja. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir jetzt heute nicht erfolgreich gewesen sind. Es kann nicht immer laufen, ne? Das ist nun mal so, damit muss man zurechtkommen, aber es waren auf jeden Fall ein paar gute Tries dabei, wir haben ein paar gute Crit-Treffer gesehen und ja, das war's soweit von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.